Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Reise. Ja, für mich geht es jetzt mit zwei lieben Bekannten für eine Woche an Bord von MSC Grandiosa ab Barcelona durchs westliche Mittelmeer. Auf der Route haben wir ein paar ganz schöne Stops dabei dieses Mal. Es geht nach Cannes, es geht nach Genua, La Spezia steht auf dem Plan, ebenso Civitavecchia bei Rom und nach Palma de Mallorca geht's auch noch. Also eine wirklich wunderschöne Route für eine Woche Kreuzfahrt. Ja, und die Bilder von der Anreise, die habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Jetzt wird es Zeit für einen kleinen Kabinenrundgang. Kommt einfach mal mit durch meine Balkonkabine 10272 auf Deck 10, eine Kabine der Kategorie Fantastica. Viel Spaß! Ja ihr Lieben, so viel also zu meiner Balkonkabine 10272 auf Deck 10. Eine wirklich schöne und modern eingerichtete Kabine mit einer ganzen Menge Anschlüsse für elektronische Geräte. Also da hat man sich bei MSC wirklich was dabei gedacht. Ja gut, der Stauraum ist ein bisschen knapp, aber das ist bei dieser Schiffsklasse einfach so. Von daher bringt euch auf jeden Fall ein Hängeregal mit, wenn ihr mit mehr als 2 Personen unterwegs seid. Ja, aber ansonsten eine wirklich schöne Kabine zum Wohlfühlen. Apropos Kabine, falls ihr euch wundert, warum hier Macarons und Prosecco im Sektkühler rumstehen, das hat nichts damit zu tun, dass wir auf Einladung oder ich auf Einladung von MSC fahren würde. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist heute oder jetzt meine 10. MSC-Kreuzfahrt und damit auch meine erste im Status Diamond im MSC Voyagers Club, also sprich im höchsten Status des Vielfahrerprogramms. Und da gibt es das einfach ganz selbstverständlich auf die Kabine, wenn man als Vielfahrer bei MSC fährt. Also nicht sponsert bei Reederei, sondern ganz einfach ehrlich erfahrener Status sozusagen. Ja, und jetzt geht es auch schon zur Seen- und Rettungsübung und danach gibt es Bilder vom Auslaufen aus Barcelona. Viel Spaß dabei!
ihr Lieben, und zurück vom Auslaufen aus Barcelona und dem ersten Abendessen an Bord. Und ich war wirklich schon häufig mit dem Kreuzfahrtschiff in Barcelona, was ich allerdings noch nie hatte. Das war plötzlich einsetzender, richtig dichter Nebel beim Auslaufen, so wie heute. Ja, und daran sieht man einfach, dass die Kreuzfahrt, auch wenn man denkt, man kennt die Häfen, man kennt die Schiffe, man hat das alles irgendwie schon ein paar Mal gesehen, doch immer wieder mal irgendwas Neues für einen übrig hat. Ja, es wird irgendwie einfach nie langweilig. Ja, was das Abendessen angeht, muss ich sagen, das war heute Abend eine rundum positive Erfahrung. Im Bedienrestaurant wurde diese typisch mediterran inspirierte, grundsolide Kreuzfahrtküche angeboten, die man eben so von MSC kennt. Ja, freundlich präsentiert, nett angerichtet, genauso wie das sein sollte. Also das war eine rundum schöne Erfahrung heute Abend im Bedienrestaurant. Morgen geht es dann für euch und für uns in Cannes weiter. Wir tendern übrigens in die Stadt hinein. Ja, und da schauen wir uns dann auf eigene Faust die Innenstadt an. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird eine super interessante Sache werden und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei wärt. Ja, und falls euch das Video heute gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei. Da findet ihr eine große Menge an Hafeninfos, Kreuzfahrtangeboten und Landausflugsideen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin sage ich einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.